Als Kind ist man ja ganz verschiedenen Aspekten von dieser Krankheit ausgesetzt. Es ist sehr viel verletzt werden, sehr viel enttäuscht werden, sehr viel angelogen werden. Und um das irgendwann müssen akzeptieren, das ist eine Krankheit. Das war ein langer Weg. Ja, wir konnten einfach nicht Kind sein, gell? Wir haben wirklich schon früh anfangen, selbstständig zu leben, oder? Dann gehst du in Kinski, denkst nichts Böses, weil das Leben, das du daheim hast, wenn du nichts anderes kennst, ist das für dich Normalität. Ganz ehrlich, es war so normal bei uns daheim, dass mein Vater jetzt halt eben sich abgeschossen hat mit Alkohol oder so, dass sich das wie so normalisiert hat. Darum war das für mich eigentlich Normalität. Du siehst es nicht als schlecht, wenn es dir dreckig ist. Du siehst es nicht als schlecht, wenn du die Eltern so siehst, weil man kennt nichts anderes. Dann ist sie wirklich am Abend schreiend mit uns an der Hand, oder? Wir waren wirklich noch kleine Mädchen, durch Zürich durch. Und die Leute haben das alles gehört, haben die Polizei angerufen. Und dort sind wir dann wirklich gerade in dieser Nacht in ein Heim gekommen. Also sie haben uns wirklich, das war einfach so dort, wo die Öffentlichkeit mitbekommen hat, oh, da stimmt etwas nicht, oder? Und vorher hätten sie das, glaube ich, gar nicht gross gemerkt. Ja, also schwierig war es sicher, so Situationen, wenn ich es gerade nicht gut kann mit meinen Pflegeeltern. Ich sage immer noch, der Umgang zwischen Eltern und Tochter, wenn man hässig ist anders, wie wenn man weiss, es ist nicht die liebliche Eltern, also das Elternteil. Man muss anders reagieren. Man hat auch ein bisschen Angst, zum ausgeschlossen werden, wenn man falsch reagiert. Es war immer noch so ein bisschen Angst, weil man gewusst hat, wenn man da nicht ist man nachher alleine auf dieser Welt. Ich hatte gar keine andere Macht, ausser verbal zu werden. Also für mich war es ja immer mega cool, wenn ich einen Leiter zum Brüllen gebracht habe. Verbal. Das war so meine Art von Macht. Und das habe ich dann halt leider so übernommen. Es sind mega viele Zeiten, wo ich das Gefühl habe, ich bin völlig machtlos und ich bin dem ein bisschen ausgesetzt. Das ist wirklich etwas, wo mein Leben zwar regelmäßig tangiert und mich auch erschüttert. Und gleichzeitig ist das etwas, wo ich keinen Einfluss darauf habe. Ja, also ich habe es einfach so, wie ich es empfunden habe. Oder? Ich bin aus dem Heim gekommen und bin komplett auf mich selber gestellt gewesen, oder? Also ich habe keine Hilfe oder irgendetwas dann bekommen. Mit 18 ist man auf sich allein gestellt. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert mit Krankenkassen. Ich habe keine Ahnung, was Steuern sind oder was man mit denen macht. Von Versicherungen, Haftpflicht, Hausrat, das waren für mich Fremdwörter. Ich habe das alles nicht gekannt. Weil es bringt einem einfach niemand bei. Und das wünsche ich mir schon, oder? Dass Kinder oder also Jugendliche, die aus dem Heim kommen, einfach auch unterstützt werden. Auch nachher noch. Auch wenn sie 18 sind, oder? Und ausgewachsen alles. Die Unterstützung brauchen sie einfach noch. Gell? Für mich war es am Anfang recht ein Schlag, wo ich gewusst habe, ich muss ausziehen. Es war ein recht grosser Schritt in die grosse Welt ohne familiäre Unterstützung. Man weiss, man geht jetzt alleine raus und man weiss aber auch, wenn es dort nicht funktioniert, ist man nirgends sicher. Auch wenn es nicht immer einfache Situationen sind. Aber das sage ich immer, das gehört zum Leben. Ein Leben, das perfekt ist, das gibt es nicht. Das ist nicht eine Realität. Ich würde mir doch einfach wünschen, dass es jedem gut geht, dass jeder das Leben geniessen darf. Jeder darf einfach sagen, wow, ich bin glücklich und ich kann es einfach nur schön finden. Und nein, da muss man auch realistisch bleiben. Es ist leider nicht so. Und darum bin ich, glaube ich, ein Mensch, der probiert auch eher Positives in allem zu sehen. Ich probiere eben auch, sich nicht so unterkriegen lassen. Es ist genug trist, es ist genug Scheiße, sage ich jetzt mal alles. Man hat im Leben immer Sachen, wo man dagegen stößt, aber das macht einem härter und das macht einem auch aus. Also ich sage immer, meine Vergangenheit, zu der stehe ich und das hat mich gemacht und wegen dem stehe ich so da. Und sehe auch eigentlich meine Geschichte als etwas sehr Positives, auch wenn es mega traurig ist. Aber ich finde, es hat viel in mir bewegt, es hat viel mit mir gemacht, was ja eigentlich sehr gut ist. So. Ich glaube, ich wäre jetzt nicht der Mensch, der ich heute bin, wenn das jetzt alles nicht passiert wäre, oder? Also ich glaube, ich musste das alles erleben, dass ich halt jetzt wirklich dann auch so stark werden konnte, oder? Wie ich jetzt bin.